Im Zuge der Pandemie haben wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen Gedanken gemacht, müssen wir denn unbedingt zu Hause sitzen und arbeiten oder könnten wir vielleicht wo wohnen und arbeiten, wo es ein bisschen netter ist, wo es ein bisschen wärmer ist, ein bisschen mehr Sonne. Und ein Land, was seitdem durchaus an Interesse gewonnen hat, ist Paraguay. Sebastian, erzähl uns als Einleitung erstmal über die Merkmale des Steuersystems für ausländische Einkünfte in Paraguay. Wenn man sich überlegt hat, Deutschland, das ist zwar sehr schön, aber in Paraguay ist es bedeutend wärmer und dort möchte ich gerne hin. Genau, also Paraguay in Südamerika hat vor allen Dingen während der Pandemie sehr viele Deutsche angezogen. Es sind über 1000 Familien in dieser Zeit nach Paraguay gezogen, was daran lag, dass man meinte, dass jetzt Vorschriften im Sinne von Impfpflicht, Maskenpflicht und so weiter dort lockerer gehandhabt werden als jetzt im restriktiven Europa. Auch im Hinblick auf Lockdowns war dort alles einfacher. Ist das echt der Hauptgrund, dass Leute sagen, ich will keine Maske tragen, ich will nicht geimpft werden und deswegen wandere ich aus nach Paraguay? Ja. Wow. Definitiv. Also während der Covid-Zeit war das definitiv der Fall. Also wie gesagt, über 1000 Familien sind in der Zeit aus Deutschland sind dahin umgezogen. Und da gibt es auch zum Beispiel sehr interessante Beiträge von der Deutschen Welle, wo dann Journalisten dahin gefahren sind, auch dann entsprechende Deutsche dann interviewt haben. Und wir selbst haben auch im Mandantenkreis natürlich viele Mandanten, die zu dem Zeitpunkt dann nach Paraguay umgezogen sind, ganz klar. Erzähl uns so ein bisschen, wie sich die Behörden damit auseinandergesetzt haben. Ist das sowas, wo die Behörden eigentlich Business as usual weitergemacht haben oder hat sich der Fokus der Behörden dort auch verändert, wenn es um ausländische Mitbürger gibt, die dort leben und die einfach jetzt ein bisschen genauer betrachtet werden müssen? Also die Behörden, die hatten das am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm, warum diese ganzen Deutschen da hinkommen. Die haben sich nur gewundert, dass die da hinkommen. Aber als es dann in den Medien natürlich so durchgesickert ist, waren die dann auch relativ schnell, dass die hier die Zügel angezogen haben, weil die natürlich nicht dieses Image haben. Da ist diese Bananenrepublik, ja, die hat hier letztlich so laxe Regeln und stellt hier das Wohlergehen der Bevölkerung aufs Spiel. Ja. Dieses Image wollte man nicht haben. Deswegen ist man dann relativ schnell dann dazu übergegangen, hier durchzugreifen und natürlich auch entsprechende Regeln hinsichtlich Masken, Impfpflicht und so weiter einzuführen. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Szenarien, wenn man als Deutscher in Paraguay wohnt, wie man dort unter das Steuersystem fällt. Das erste Szenario, was mir vor Augen liegt, ist, man wohnt in Paraguay und man hat tatsächlich Einkünfte aus Paraguay, weil man dort irgendwo angestellt ist. Wie wird man in dieser Situation besteuert? Also grundsätzlich, wie gesagt, das Interessante an Paraguay, an dem Steuersystem ist, dass die Besteuerung der Einkünfte nach dem Territorialsystem erfolgt. Das heißt eigentlich Einkünfte, die jetzt von außerhalb Paraguays stammen, das heißt, die eine Quelle außerhalb Paraguays haben, sind unter bestimmten Bedingungen in Paraguay steuerfrei. Ja. Man muss dazu sagen, dass die letztlich hier ihre Steuergesetzgebung vor kurzem auch erst geändert haben. Ich hatte mich jetzt eben mal mit einem sehr guten Steueranwalt aus Paraguay zusammengesetzt und der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Es ist ja immer einfacher, wenn die Leute dann nicht unbedingt gleich aufgenommen werden, nicht zitiert werden und nicht beraten. Und dann sind sie immer sehr offener, ja, weil es dann eben für sie auch weniger Risiko ist. Und wir haben dann zu diesen verschiedenen Themen gesprochen und eben er hat mich dann darauf hingewiesen, um zu deiner Frage zu kommen, wer jetzt natürlich in Paraguay wohnt, dort eine Anstellung hat oder ein Unternehmen hat in Paraguay, dann ist er in Paraguay voll steuerpflichtig, wobei eben die Steuern in Paraguay auch nicht sehr hoch sind. Ja, also die liegen dort bei 10%. Ja, also insofern, selbst wenn man steuerpflichtig ist, nicht so dramatisch. Aber wie gesagt, für Einkünfte aus Paraguay muss man diese lokale Steuer bezahlen. Okay. Wie ist dann der Sachverhalt, wenn man Freiberufler ist? Man ist Fotograf, man ist Journalist, man ist was auch immer, lebt in Paraguay, aber die Einkünfte kommen nur von Kunden im Ausland. Genau, so das ist jetzt ein Fall, da sind ja dann vielleicht auch dann etliche digitale Nomaden davon betroffen, die dann letztlich einfach sich in Paraguay aufhalten. Und da gibt es ja dann auch ohne Ende solche, ich sage mal, so ein Halbwissen im Internet, wo dann letztlich proklamiert wird, naja, okay,
solange derjenige, der dich dort bezahlt, letztlich im Ausland ist, ist es steuerfrei. Das ist jetzt momentan dort auch alles im Fluss in Paraguay. Ja? Und es ist auch so, wohl laut dem Anwalt, dass dort beim Parlament in Paraguay letztlich hier auch Anfragen laufen, die auf Antworten warten, wie solche Fälle jetzt zu bewerten sind. Gerade eben, weil jetzt in der Covid-Zeit so viele Leute dorthin gezogen sind. Aber tendenziell ist die Meinung des Anwalts, dass jemand, der freiberuflich in Paraguay tätig ist und tatsächlich in Paraguay vor Ort arbeitet, letztlich unter die Steuer fällt in Paraguay. Entgegen dem, was vielfach im Inhalt behauptet wird. Wie ist dann die Situation, wenn man in Paraguay lebt und angestellt ist durch eine Firma im Ausland und praktisch, wie wir jetzt alle seit Covid, von zu Hause einfach arbeitet? Aber man ist durchaus angestellt, nur nicht in Paraguay, sondern von einem Unternehmen in wo auch immer anders in der Welt. Also, wenn man grundsätzlich in Paraguay angestellt ist und man kann auch angestellt sein, zum Beispiel als Geschäftsführer beim eigenen Unternehmen, aber das Unternehmen ist definitiv im Ausland, dann so laut dem Anwalt ist es relativ klar, dass diese Einkünfte in Paraguay steuerfrei sind. Also wer zum Beispiel seine eigene amerikanische LLC hat und für diese Gesellschaft von Paraguay aus arbeitet, wie gesagt, die Gesellschaft ist im Ausland, der wird in Paraguay vermutlich keine Steuern bezahlen müssen. Wobei auch hier, man wartet auf eine Klarstellung des Gesetzgebers, aber so ist die momentane Auslegung. Okay. Und dann der letzte Sachverhalt. Wie sieht es mit passiven Einnahmen aus? Also sagen wir, man ist dorthin gezogen und man hat Dividenden aus einem Unternehmen aus dem Ausland. Wie sieht es in so einer Situation aus? Auch dann ist es so, dass diese Einkünfte, und das ist relativ klar, ja, also Dividenden, Kapitalerträge, Mieten und so weiter aus dem Ausland, die sind alle in Paraguay steuerfrei. Jetzt die eine Sache, die, wenn ich dir so zuhöre, sehr deutlich wird, das ist eine sehr, nicht instabile, aber eine Situation, die sich noch entwickelt und dass sich auch die Gesetzeslage da stetig verändert und dass sich die Regierung und die Steuerbehörden damit durchaus auseinandersetzen müssen, dass viele Leute eingereist sind, die nicht unter das normale Steuersystem fallen. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte dorthin ziehen, was ist so der Top-Tipp und wie lässt man sich am besten beraten, wenn man tatsächlich nach Paraguay auswandern möchte? Genau, also man muss natürlich wissen, dass in Paraguay die eine relativ einzigartige Besteuerung haben. Man ist nämlich dort unbeschränkt steuerpflichtig, sobald man die Ansässigkeitserlaubnis hat. Ja? Das heißt also, sobald man die sogenannte Cedula hat, dann ist man dort unbeschränkt steuerpflichtig. Völlig unabhängig davon, wie viele Tage man dort ist, ob man da eine Immobilie hat oder sonst was. Man ist dann dort unbeschränkt steuerpflichtig, was natürlich heißt, dass man zumindest eine Steuererklärung einreichen muss, wenn man irgendwelche Einkünfte hat, die jetzt dort letztlich zu erklären wären, was Auslandseinkünfte dann unter den besprochenen Bedingungen nicht sind. Ja, also das heißt, wenn ich dort also dann mich in Paraguay aufhalte, mehrmals im Jahr, dann ändert es letztlich nichts an der Tatsache, dass ich vielleicht auch schon viel früher dann dort dann steuerpflichtig werde und im Grunde genommen mir deswegen auch dann die Gesetzgebung dort weiter anschauen muss. Weil was würde passieren jetzt zum Beispiel, wenn der Gesetzgeber entscheidet, dass bestimmte Einkünfte jetzt in Paraguay steuerpflichtig werden. Ich bin ja, wie gesagt, mit der Cedula steuerpflichtig, obwohl ich mich da aufhalte. Ich muss also auf jeden Fall dort mich informieren, was dort geht, muss einen Steuerberater, einen Anwalt haben und muss da relativ nah am Geschehen sein, damit ich hier nicht in irgendwas reinrutsche als paraguayischer Steuerzahler, was ich nicht möchte. Sebastian, die Sache, die sehr deutlich rauskommt beim Thema Paraguay, ist, dass sich die Situation da sehr noch in der Entwicklung findet und dass die Steuerbehörden und die Regierung zusehend ein Auge drauf haben und sich anpassen der neuen Situation. Erklär uns so ein bisschen, was das bedeutet für die unbeschränkte Steuerpflicht von Leuten, die zum Beispiel aus Deutschland nach Paraguay auswandern wollen. Genau, also grundsätzlich natürlich, das Steuersystem in Paraguay ist sehr positiv. Wie gesagt, man kann davon ausgehen, dass vielfach Einkünfte, die im Ausland erzielt worden, nicht besteuert werden.
Allerdings würde ich jedem raten, der hier die Cedula hat und damit ja unbeschränkt in Paraguay steuerpflichtig ist und auch diejenigen natürlich, die dorthin umziehen wollen, die Situation im Auge behält. Und jeder, der in der Situation ist, sollte hier letztlich nah dran sein, einen Anwalt oder Steuerberater in Paraguay haben. Ganz wichtig beim Thema Paraguay, es gibt wahnsinnig viel Halbwissen im Internet, wo einfach drinsteht, naja, alles ist steuerfrei, alles ist möglich. Und natürlich, ich stimme dem zu, die Steuerbehörde vermutlich in Paraguay ist nicht sehr effizient. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber dennoch, gerade Mandanten, die jetzt vermögend sind, denen ist die Rechtssicherheit ja doch enorm wichtig. Die würden sich nicht darauf einlassen zu sagen, okay, ich ziehe jetzt mal dahin in der Hoffnung, dass dann alles steuerfrei ist und dann täuscht man sich und dann ist möglicherweise das Vermögen bedroht. Ja. Also auch wenn ich nicht davon ausgehen würde, dass es sich hier stark zum Negativen verändert, muss man wissen, die Dinge sind im Fluss. Da wird was gemacht. Paraguay ist natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen unter Druck. Man will ja auch nicht auf irgendwelche schwarzen Listen oder so kommen. Also wer dahin will oder schon dort ist, wie gesagt, der soll sich informieren, am Ball bleiben und halt notfalls sich anders entscheiden, wenn man zu dem Schluss kommt, Paraguay ist jetzt doch nicht mehr so das Land, wo ich meinen steuerlichen Wohnsitz gerne haben möchte. Top-Tipps für unsere Zuhörer würde ich sagen: A, verlasst euch nicht auf das Internet und B, sucht euch einen lokalen Berater, egal Anwalt, Steuerberater, aber man muss auf jeden Fall mit jemandem zusammenarbeiten, der lokales Wissen hat. Würdest du dem zustimmen? Absolut, genau. Super. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in das Thema Paraguay. Sehr gut, danke. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.